Da auf dem Wasser kommt ein übelster Platzregen her. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video sieht. Aber ich halte da jetzt einfach mal drauf. Neuer Tag, neues Glück, neuer Spot. Wir waren jetzt gerade an der Tanke, haben nochmal schön aufgefüllt und werden uns jetzt auf den Weg zum großen Abersee begeben in den Bayerischen Wald. Christianski ist mal wieder am Steuer und wir werden so in 2,5 bis 3 Stunden, je nach Verkehr, dort sein und schön am See fotografieren. Die Wolken sind hier jedenfalls schon mal vielversprechend. Was die Wettervorhersage angeht, ist, naja, die lässt sehr zu wünschen übrig. Aber das Wetter ist an sich ganz gut. Ein bisschen zu heiß für meinen Geschmack, aber wird schon. Wir machen das Beste draus und sehen uns dann wieder am Spot, würde ich sagen. Wir sind jetzt hier am Abersee angekommen. Christianski holt sich jetzt erstmal ein Parkticket, beziehungsweise für uns, weil wir hier ein paar Stündchen abchillen werden, bis die Sonne untergegangen ist. Und dann werden wir uns einen Schlafplatz suchen. Wahrscheinlich, okay, eigentlich zu 100%, werden wir im Auto pennen. Und ja, mal sehen, ob wir da irgendeinen Platz finden, an dem wir uns hinstellen können. Werden wir noch sehen. So, da ist schon mal dieser Christianski und hat ein Ticket geholt. Und Christianski, wie froh bist du, dass du deine Stirnlampe nicht dabei hast? Wird sich zeigen, wann ich dann in die Notaufnahme muss. Nein, ich bin natürlich super glücklich. Naja, dann werden wir mal hoffen, dass es heute nicht passiert. No risk, no fun. Und ja, schauen wir mal, was uns da erwartet am Abersee. Grüß Gott am Abersee. Ich hoffe, als Franke klang das ein bisschen authentisch. Ja. Aber ich befürchte nicht. Weil Franken ist ja bekanntlich nicht Bayern. Richtig. Franken ist 5-mal besser. 10-mal, 20-mal. Wir sind nun an unserem vielversprechenden Spot für den heutigen Abend angekommen. Ich habe hier schon ein paar Drohnenaufnahmen gestartet. Ich bin gespannt, wie die dann auf dem PC aussehen. Und ja, also der Spot an sich, der kann sich schon sehen lassen. So, da ist unser Vordergrund, hier diese kleine Insel, wo gerade schon ein paar Enten chillen. Und ja, das hier ist sozusagen der große Abersee. Ach, garstige Mücken. Wir werden hier schon, Christianski wird hier schon von ein paar Mücken geplagt. Komplett aufgefressen, ey. Junge. Er wird hier komplett zerstochen. Uncool. Gut, dass wir ein bisschen Mückenspray drauf geballert haben. Jo. Sollten wir vielleicht wieder tun oder nicht? Sollten wir vielleicht wiederholen, ja? Wäre ganz gut. Und Christianski, erzähl mal, was machst du hier gerade? Ich versuche gerade eine Insta-Story hochzuladen. Nein, ich mache hier gerade eine Langzeitbelichtung mit einem 6-fachen ND-Filter und einem 0.6 Verlauf ND, damit ich den Himmel abdunkeln kann, aber vorne alles noch relativ gleich belichtet bleibt. Und ja, mal schauen, ob es nachher, wenn es ein bisschen dunkler wird, ob ich das alles in eine Belichtung quetschen kann. Aber es sieht gut aus bisher. Ansonsten kannst du ja immer noch eine Belichtungsreihe machen. Oder sehe ich das falsch? Nein, das siehst du exakt genauso, wie ich das auch tue gerade. Okay, sehr gut. Dann hoffentlich werden die Bilder schon scheiße. Werden sie sowieso. Da wir die Fotofailer sind, fängt es natürlich jetzt an zu regnen anscheinend. Wir haben hier schon die ersten Tropfen abbekommen. Ratet mal, ob wir die Schirme dabei haben oder
ob wir sie im Auto liegen gelassen haben. Oh, jetzt habe ich auch einen Tropfen gespürt. Richtig, wir haben sie nicht mitgenommen, wir haben sie im Auto. Gott sei Dank. Geil. Fehlt nur noch, dass wir das Mückenspray vergessen haben, aber das haben wir glücklicherweise dabei. Aber wenn es regnet, dann verpissen sich wohl auch die Mücken. Also wie ihr seht, hat uns der Regen bisher noch verschont. Wie zuversichtlich sind Sie denn, Christianski, dass dies auch so bleibt? Das mit dem Regen? Ja. So ungefähr Das klingt schon mal nicht so gut. 0,01% Zuversicht. Und gedonnert hat es auch schon. Da sind wir mal wieder einer Meinung, würde ich sagen. Was kann ich wegpacken, Christianski? Nichts. Ja, der Zeitpunkt ist gekommen, wir werden nass. Wir haben uns aber jetzt auch jeweils schon ein Provisorium gebaut. Wofür hat man denn eine Snapback? Wofür hat man denn die Photofailers Snapback? Ja. Wenn nicht dafür, um den Filter zu beschützen. Richtig. Meine Konstruktion befindet sich natürlich hier. Und ja, hoffentlich werden wir nicht allzu nass. Jo, ich kann verkünden, dass es hier gleich wahrscheinlich relativ unlustig wird. Auf dem Zumindest Wasser, für Leute ohne Regenschirm. ja, und Jacke und sonstiges. Da auf dem Wasser kommt ein übelster Platzregen her. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video sieht. Aber ich halte da jetzt einfach mal drauf. Alter. Das wird ja komplett unlustig. Naja, da ist eine Jacke drüber, da ist ein Cappy drüber. Ich bin unbesiegbar. Scheiße. Jo. Ja. Jo, ciao. Jo, ich glaube, mein Bier ist gleich wieder aufgefüllt. Ist halt vielleicht ein bisschen wässrig. Na, Christianski, wie geht's? Meine Fließjacke ist in ungefähr 2 Sekunden durch. Also von daher bringt die auch nichts. Naja, aber ihr seht ja, ich bin im T-Shirt. Kann nur geil werden hier. Also. So, sehr Jungs, wir befinden uns hier gerade mit Stirnlampe am Spot. Wir haben es bis jetzt ausgehalten. Sieht ein bisschen creepy aus, würde ich sagen. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg zum Auto und planen noch, ob wir heute Nacht noch mal fotografieren gehen. Wir wissen es bis jetzt noch nicht. Bis jetzt, naja, also es wird eine harte Geschichte, wenn wir es machen werden. Sagen wir es mal so. Aber mal sehen. Wir sind jetzt hier an unserem Schlafplatz angekommen. Ey, das ist ein geiler Golf 4, Bruder. A.k.a. Christianskis Golf. Wir machen uns hier mega gemütlich. Ja, Wir ja. sind ja auf der Rückbank. Alter. Und Luxus. Und Christianski macht sich hier auf dem Beifahrersitz mega gemütlich. Ja, Mann. Übel geil. Mein Schlafsack ist größer als der Platz zum Schlafen. Christianski auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut riecht es hier? Und wie sehr kannst du schlafen? Wie sehr ist denn hier schon alles angelaufen? Boah, das wird so geil. Wie gut es hier riecht? Boah. Ich würde schon so sagen, eher so eine 11. Also, es ist schon, 20. schon richtig lecker. Alter, geil. Ich glaube, ich werde auch noch meine Socken ausziehen. Mach es bitte. Ich will das, glaube ich, selbst nicht. Okay, dann verlassen wir euch mal für heute an dieser Stelle und wünschen euch eine gute Nacht.
die bei uns ungefähr eine Stunde lang sein wird. Gott sei Dank. Ja. Aber länger können wir wahrscheinlich eh nicht schlafen. Also, sehr. Die Zeit ist gekommen, wir werden beide nass. Hört ihr es donnern? Nein, hören Sie nicht, weil ich mein Mikrofon nicht drauf habe. Scheiße.